Das ist Steffen Bürger von Faceblog. Manche beschäftigen sich vielleicht auch gerade mit offenen Türen. Vielleicht geht es dir gerade so, dass du eine oder mehrere offene Türen vor dir siehst, aber du weißt nicht, ob du hindurchgehen sollst durch die eine oder die andere und du weißt nicht, welche Tür die richtige ist. Und es gibt verschiedene Arten von Türen. Es gibt Türen, durch die wir gehen, um einen neuen Lebensweg zu beschreiten, und dann gibt es die Tür, von der Jesus selbst sagt, dass er selbst diese Tür ist, die zum Leben führt. Und das sagt Jesus in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Die erste Art von Tür bringt uns auf einen neuen Lebensweg und die zweite Tür, die Jesus ist, bringt uns in die Gegenwart Gottes. Die Tür, die einen neuen Lebensweg aufzeigt, kann eine Anfrage einer neuen Arbeitsstelle sein, es kann eine neue Berufung sein, ein Hobby, eine Partnerschaft, die sich anbietet. Bei der Tür, die einen neuen Lebensweg eröffnet, stellt sich vielen die Frage, wie kann ich erkennen, welches die richtige Tür zum richtigen Weg ist? Und die Tür, die Jesus ist, die zum Leben führt, stellt sich vielen die Frage, wie kann ich hindurchschreiten und in die Gegenwart Gottes kommen? Grundsätzlich benötigt eine Person, die durch eine Tür gehen will, Glauben und Vertrauen, dass der Weg gut ist. Und wer die Tür beschreiten will und den neuen Weg beschreiten will, der in die Gegenwart Gottes führt, benötigt Glauben und Vertrauen in Jesus. Grundsätzlich, wer durch eine offene Tür geht, kann mit Unwegsamkeiten, ja sogar mit Widerständen rechnen. Doch Unwegsamkeiten und Widerstände sind nicht unbedingt Hinweise darauf, dass der Weg hinter der Tür falsch ist. Wie kann man denn nun unterscheiden, dass es gut ist, durch eine bestimmte Tür zu schreiten? Als ich genau diese Frage hatte und auf den Herrn wartete und tief in ihn versunken war, da hörte ich den Herrn in mir sagen, After Gate Tending. Und ich hatte erst gar nicht verstanden, was damit gemeint ist. Ich wusste gar nicht, was Tending bedeutet. Und dann schaute ich nach und habe rausbekommen, es bedeutet so etwas wie Pflege hinter der Tür. Also auf Deutsch, welche Tendenz sich hinter der Tür verbirgt oder welche Tendenz der Weg hinter der Tür hat. Möglicherweise hilft es, sich auszumalen, was sich hinter der Tür für einen Weg eröffnet. Ist das alles irgendwie ohne Sinn und Ziel? Ist dort Frieden oder Unfrieden? Sollte sich hier kein Frieden und keine Richtung abzeichnen, wäre es wohl fraglich, ob dieser Weg im Moment der richtige wäre. Vielleicht benötigt der Weg noch mehr Vorbereitung oder er ist falsch. Oder ist da einfach noch nicht das Vertrauen in Gott da, und dann hilft es, Jesus zu fragen und er wird eine klare Richtung zeigen. Wenn Dinge vorbereitet werden, bevor man durch die Tür gehen kann, dann eröffnen sich bei der Vorbereitung schon weitere Fragen und Antworten. Beim Beschreiten des Weges tut sich der Weg auf und es wird eine Tendenz sichtbar. Wenn dann bei der Vorbereitung alles unklar ist und man merkt, dass der Weg hinter der Tür sich falsch anfühlt, ist der Weg möglicherweise auch falsch. Gott wird uns einen Weg führen, für den wir Frieden empfinden. Manchmal müssen wir uns informieren, um die richtigen Schritte zu tun, bevor wir durch die Tür schreiten und einen neuen Weg begehen. Die andere Tür, durch die wir schreiten können, ist Jesus selbst. Jesus sagt uns in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch die Tür geht, die Jesus ist, wird er das ewige Leben empfangen. Doch auch diese Tür hat eine wichtige Voraussetzung. Im Psalm 24, in den Versen 3 bis 7 heißt es, wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird den Segen ererben des Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Also ein reines Herz und Ehrlichkeit sind eine wichtige Voraussetzung dafür, in die Gegenwart Gottes zu schreiten. Und das geschieht vor der Tür. Wir lassen alles los, was uns von Jesus trennt und lassen zu, was uns mit Jesus verbindet. Und dann heißt es, hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, also hebt euch, ihr Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Und bevor wir eintreten in die Gegenwart Gottes, befreit uns Jesus von Schuld und Lasten. Ohne das können wir nicht durch diese Tür eintreten. Und dann gehen wir durch die Tür. Und diese Tür führt direkt in die Nähe und Gegenwart Gottes. Auch da bedeutet das Wort After Gate Tending, dass wir eingeladen sind,
diesen Bereich hinter der Tür zu pflegen, in die Gegenwart Gottes einzusteigen. Wir sind eingeladen, in dem Raum der Gegenwart Gottes zu schreiten und in die Tiefe Jesu einzudringen und ihn zutiefst zu verehren und anzubeten, in seiner Gegenwart zu bleiben. Und in dieser Gegenwart geschieht es dann auch, dass uns auf einmal klar wird, in welche Tür wir einschreiten sollen und welchen Weg wir beschreiten sollen. Also fassen wir nochmal zusammen. Wenn es um eine Entscheidung geht, welchen Weg wir einschlagen sollen, sind wir eingeladen, uns diesen Weg schon einmal auszumalen und uns vorzubereiten und zu überlegen, welche Dinge auf uns zukommen. Wenn wir merken, dass wir zustimmen können und uns mit dem Weg eins machen können, sodass wir Frieden haben, sind wir eingeladen, diesen Weg voller Glauben einzuschlagen. Und wie gesagt, trotzdem können sich Widerstände auftun. Doch mit dieser Gewissheit können wir sie im Glauben an Jesus überwinden. Und wenn wir durch die Tür gehen, die Jesus selber ist, dann sind wir eingeladen, seine Gegenwart auf uns wirken zu lassen und uns vorzustellen, wie es in diesem Thronraum der Gegenwart Gottes aussieht. Und er wird uns beschenken mit seiner Sicht der Dinge. Er wird uns in seine Nähe führen und uns mit seiner tiefen Gemeinschaft begegnen. Bevor du durch eine Tür gehst, die einen neuen Lebensweg aufzeigt, schau, was dahinter ist. Wenn du dich damit identifizieren kannst, dann zeigt sich möglicherweise ein neuer Weg. Und wenn du durch die Tür gehst, die Jesus ist, in die Gegenwart Gottes, dann lass alles los, was dich von ihm trennt und stell dir vor, was hinter der Tür ist und dann schreite durch die Tür. Das war Steffen Bürger von Facebook. Und wenn euch dieser Beitrag angesprochen hat, dann klickt doch auf den Like-Button und abonniert meinen Kanal und schreibt doch in den Kommentar, was euch wichtig geworden ist. Tschüss!